Willkommen bei der Late League Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und widmen uns einem großen Problem. Und ich meine dabei nicht etwa, ob die EM jetzt nächsten Sommer oder einfach parallel zur übernächsten WM stattfindet. Immerhin hätten wir dann die Chance, gleich zweimal in der Vorrunde auszuscheiden und dann den Sommer endlich genießen zu können, ohne diese Randsportart Fußball. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann werfen wir dieses Scheiß-Virus ein Stückchen weiter zurück. Denn dieses Scheiß-Virus hat ja vor kurzem erst seinen eigenen YouTube-Kanal eröffnet, wo der Scheiß-Virus nun Pranks veröffentlicht, wie zum Beispiel, wo eine Nonne bei Starbucks Salz anstatt Zucker in den Kaffee schüttet. Ja, das Virus ist ein echt übler Motherfucker. Meinte dazu der Papst, wahre Geschichte, denn das stand so in den Pop-Bart News. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es vor allem, das alles sich nicht einzufangen. Studien zufolge lauern auf einem Quadratzentimeter rund 4000 Bakterien. Trotzdem ist es immer und überall dabei, in der Hand, am Ohr, neben dem Essen. Die Keime wandern dann vom Handy zum Beispiel auf die Finger. Sauberer hingegen der Toilettensitz, denn hier wird meist regelmäßig und gründlich geputzt. Auf einen Quadratzentimeter kommen nur etwa 3000 Bakterien. Eine echte Keimschleuder, Türklinken. Hier lauern pro Quadratzentimeter bis zu 7000 Bakterien. Also ist es sogar gesünder, sich regelmäßig den Toilettensitz ans Ohr zu halten, als sein eigenes Smartphone. Und heute soll es genau darum gehen. Nicht um mit dem neuen iToilettensitz von Apple zu telefonieren, sondern um Hygiene. Eine Beobachtungsstudie der Hochschule Heidelberg, also das war genau der Typ, der dir auf die Toilette gefolgt ist und sich extra an das Pissoir neben dich beim Pinkeln gestellt hatte und dann komisch rübergelugt hatte, aus rein wissenschaftlichen Gründen natürlich. Jedenfalls hatte diese Beobachtungsstudie 2018 herausgefunden, dass sich 7% aller Männer nach dem Toilettengang erst gar nicht die Hände waschen. Und weitere 27%, wenn dann nur mit Wasser. Sich jedoch mit Wasser die Hände zu waschen, ist in etwa so hygienisch, als ob man sich die Hände nach dem Geschäft an der Wand abwischt. Und wie die Wände bei der ARD aussehen, scheinbar auch nicht so selten. Und ich rede da im ARD Hauptstadtstudio nicht von den Wänden auf der Toilette. Auch wenn sich in der Beobachtungsstudie 58% der Männer immerhin dann doch die Hände mit Seife wuschen, taten sie dies natürlich nicht gründlich genug. Genau deshalb sind nun insgesamt 92% der Männer aus der Studie gestorben. Zumindest für ihre Lebenspartner, weil sie kleine Dreckschweine sind. Bei den Frauen wuschen sich nur 3% gar nicht die Hände, alles AfD-Wählerinnen, und 4 von 5 Frauen wuschen sich die Hände nach dem Toilettengang mit Wasser und Seife. Zwar auch hier nicht ausreichend genug, aber noch immer besser als bei den Männern. Die Beobachtungsstudie schloss dann mit der Erkenntnis, dass ein Infektionsrisiko durch Viren und Bakterien durch richtiges Händewaschen um bis zu 99,9% sinkt. Außer man ist mit einem Mann zusammen, der genau das hier noch einmal lernen muss. Zum Anfang werden die Hände unter fließendes Wasser gehalten, die Temperatur ist nicht entscheidend. Dann entnimmt man Seife und seift die Hände für 20 bis 30 Sekunden in etwa ein. Wichtig sind vor allem die Daumen, die Fingerspitzen, die Zwischenräume und der Handrücken. Auch das Trocknen gehört zum wirksamen Händewaschen dazu. So werden Keime entfernt, die noch an den Händen oder im restlichen Wasser haften. Das geht bestimmt auch ohne Pornomusik im Hintergrund, liebe Kollegen von Hart aber fair. Was übrigens auch der Name meines Sexvideos ist. Nur ist das Leben kein Ponyhof oder zumindest, wenn es eins wäre, ein ziemlich leerer Ponyhof, wo alle gestorben sind, da sich keiner die Hände gewaschen hat, selbst die Ponys nicht. Und trotzdem glauben wir, dass uns A, die Viren schon nicht erwischen werden, B, es Krankenhäuser gibt und C, schon irgendeine Pille helfen wird. Nur geht das eben nicht so, denn A, sind Viren verdammte unsichtbare Ninjas. Nimm das Covid-1 bis 17. B, Krankenhäuser auch ohne Grund nicht gesunden Häuser heißen und C, Pillen nicht helfen werden, denn gerade Viren sind verdammte unsichtbare Ninjas. Nimm das Covid-18 und sag deinem großen Bruder, dass er der Nächste ist. So ist es dann auch kein Wunder, dass nicht nur die Grippe uns jedes Jahr in die Knie zwingt,
sondern auch in Zeiten von Aufklärung und Kondomen an jeder Ecke sich immer noch 2000 Menschen nur hier bei uns jedes Jahr mit dem HIV-Virus infizieren. Und das, zu denen seit Jahren Geschlechtskrankheiten nicht etwa weniger geworden sind, sondern massiv zugenommen haben. Wie zum Beispiel die Syphilis, die man so erkennen kann. Nach etwa 3 Wochen bildet sich an der Eintrittsstelle ein schmerzloses Knötchen, das wieder verschwindet. Im weiteren Verlauf kommt es dann zu Hauterscheinungen am ganzen Körper, schlimmstenfalls nach Jahren zu bleibenden Organschäden. Also wenn man sexuelle Kontakte gehabt hat und man bekommt dann irgendwo ein kleines Geschwür, ein Ulkus am Glied, am Mund oder im Analbereich, und ganz entscheidend ist, dieses Geschwür schmerzt in der Regel nicht, also es ist schmerzlos. Dann sollte man einen Arzt aufsuchen. Oh, schon wieder I! Sicherlich kann man nun meinen, dass doch viele berühmte Menschen auch Syphilis hatten, es also nicht so falsch sein kann. Denn Syphilis hatte zum Beispiel auch Ludwig van Beethoven, der aber nicht taub wurde, weil er immer direkt neben dem Marshall-Verstärker saß, als er sich die CDs von Slipknot reingezogen hatte. Sondern er langsam taub wurde, weil es eine Nebenwirkung seiner Syphilis war. Und dem Geschrei seiner Frau, als sie den Arztbericht darüber fand. Oder auch Friedrich Nietzsche hatte Syphilis, als er bekanntlich schrieb, Gott ist tot, und Gott ihm dann per WhatsApp zurücktextete, Nope, aber du hast Syphilis, Bro. Aber auch der 28. Präsident der Vereinigten Staaten, Woodrow Wilson, hatte die Syphilis, demnach schützt auch kein Friedensnobelpreis davor. Von daher passe bitte besser auf dich auf, Obama. Wenn du auch ein kleines Ulkus im Intimbereich spürst, dann renne lieber sofort zum Arzt und nicht erst, wenn es brennt. Denn du rufst auch nicht die Feuerwehr, nachdem das Haus bis auf die Grundmauern abgebrannt ist, oder? Nun könnte man glauben, dass der sicherste Ort, um sich nicht ein Virus oder ein Pilz einzufangen, das Krankenhaus wäre. Ist es aber auch nicht immer, wie Wulf Schneider vom Universitätsklinikum Regensburg weiß. Wir sind eigentlich plastisch gesprochen ein Bakterienklumpen auf 2 Beinen. Besonders Angst haben Patienten vor den sogenannten multiresistenten Erregern. Ein typisches Beispiel ist der Methicillin-resistente Staphylococcus aureus, der MRSA, der für normale Patienten oder für normale Bevölkerung eigentlich kein großes Risiko darstellt. Wenn sie aber im Krankenhaus sind, operiert werden, auf einer Intensivstation sind, ein geschwächtes Immunsystem haben, eine Chemotherapie haben wegen einer Tumorerkrankung, kann der Keim natürlich ihnen Probleme machen und Infektionen verursachen und die dann schlechter zu behandeln sind, weil der Keim einfach resistenter ist als andere Keime. Na super, dann lasse ich mich nächstes Mal lieber gleich auf dem Toilettensitz behandeln, da weiß man wenigstens, was man hat. Krankenhäuser sind leider für ihre Supererreger bekannt und auch oftmals, weil eben an den wenigsten Krankenhäusern wirklich an jeder Stelle und auch zu jeder Zeit an die Hygiene gedacht wird. Denn es reicht schon ein Türgriff, der voll mit dem ist, was ein Mann so alles nach dem Toilettengang an seinen kleinen Schmuddelhänden dran hat. Also fassen wir einmal zusammen. Hände waschen rettet Leben, vor allem dabei das eigene. Und das nicht nur vor Corona, sondern auch nach Corona immer noch. Wir haben nicht die letzten 50.000 Jahre überlebt, weil wir den Contest, wer am schmuddeligsten ist, gewonnen haben, sondern weil wir irgendwann eingesehen haben, dass Schmutz und Dreck uns tötet. Die Römer haben nicht überall Badehäuser gebaut, um dort ausufernden Sex zu haben. Natürlich auch deswegen, aber auch weil sie gemerkt hatten, dass eine gewaschene Bevölkerung eine Bevölkerung ist, die den nächsten Winter überlebt, um wieder ausufernden Sex zu haben. Im Mittelalter haben wir das irgendwie vergessen und dachten dann, dass man sich nicht waschen muss, sondern es reicht noch ein weiteres Fass Parfum über sich zu gießen. Dass das Nichtwaschen dann doch zu unheimlich vielen Toten am Hof führte, machte sogar den Job des Giftmischers obsolet, weil keiner mehr eine Tinktur brauchte, um Ludwig XIV. Zu töten. Denn das hat dessen nicht vorhandene Hygiene ganz alleine geschafft. Und trotzdem war der berühmteste Satz von Ludwig XIV. Der Staat bin ich und ich stinke, komm damit klar, du Bauer. Natürlich schützt auch Händewaschen nicht vor allem, aber es hilft der Menschheit zu überleben. Oder wie Viren uns auch liebevoll immer nennen, ein Bakterienklumpen auf 2 Beinen. Also bitte tue mir und dir einen Gefallen und wasch dir deine Hände. Speziell, wenn du ein Mann bist. Und vor allem, wenn du ein echter Mann sein willst. Und das nicht nur, wenn du nach Hause kommst oder vor dem Essen, sondern vor allem nach deinen Geschäften auf der Toilette. Denn ein Toilettensitz sollte niemals sauberer sein als deine Hände. Aber noch eine kleine Sache. Wenn du dich also fragst, wie lange
30 Sekunden Hände waschen denn sind, hier ein paar Tipps von mir. 30 Sekunden sind in etwa auch genauso lange wie Andreas Scheuer, den man hier sehen kann, wie er sich fragt, nach was denn sein Finger wieder riecht, am Morgen braucht, um eine komplette Tube Haargel in seine Hand auszuquetschen. 30 Sekunden dauert es, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer, die man hier wiederum sehen kann, wie sie sich weigert, den Essensflieger von Tante Angela in ihrem Mund landen zu lassen, sich jeden Tag vorstellt, wie sie Friedrich Merz liebevoll mit beiden Händen fest um seinen Hals in den Schlaf wirkt. 30 Sekunden dauern zufälligerweise auch exakt 30 Sekunden lang, in denen du deine eigene Gesundheit sichern kannst. Egal welche Bakterien, Coronaviren, Noroviren, Gelbfieber oder Discofieber da draußen auf dich wartet. Was natürlich eine Lüge ist, denn dem Discofieber kann niemand widerstehen. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns am Freitag wieder mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.